zeitliche Gesetz sagt 5 bis 10 Liter pro Person pro Tag. Was Wassersicherungsgesetz ist das tatsächlich das Mindestminimum. Das Geld bekommen. Und auch die Entsorgung vom Bund kommt. Weiterhin zu schauen und zu gucken, dass wir sagen, okay, sie sind auch für Lagerpflicht, sind dann die Haltbarkeitsdaten. Ja. Das heißt, zur Lage der Bunker können wir eindeutig sagen, dass es zu wenig Bunker gibt. Es sind nur noch verbliebene rund 580 Bunker von ehemals 2007 im Jahr gezählten rund 2000 Bunker. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Schutzwürdigkeit dieser Bunker entspricht in dem etwa eines Ende des Zweiten Weltkrieges, frühe Phase des Kalten Krieges, und sie gewährleistet nicht mehr den Schutz vor atomaren Raketenschlägen. Deswegen wurden auch viele aufgegeben, weil die Unterhaltung einfach zu teuer war. Weil Bunker ist Zivilschutz, ist einfach gut. ja, das ist genau das. Wollen wir diese Versicherungsgeschichte haben? Und das sind die Becken. Ich glaube, der Einzelne oder auch Unternehmen, Verwaltung können sich gegen eine kriegerische Auseinandersetzung im Zuge eines Spannungs, erst recht eines Verteidigungsfalls, zum Beispiel gegen einen russischen Aggressor, selber nicht schützen. Das heißt, der Schutz muss von Seiten des Staates kommen. Und der Staat hat ein Militär, das heißt die Bundeswehr, und man müsste die Bundeswehr dementsprechend besser ausrüsten, man müsste ihre Resilienz stärken. Und das würde bedeuten, vor Raketenangriffen bräuchten wir ein Raketenabwehrschild, also ein SDI-Programm. Wir brauchten eine moderne, leistungsstarke Flugabwehr, aber wir sollten nicht investieren in Bunkerbau. Das würde ein Verkriechen in die Erde bedeuten. Das wäre auf dem Level oder dem Stand von 1939, 1945. Da sieht man, wie so viel. Ich möchte das am Beispiel von der Enklave, der russischen Enklave Kaliningrad deutlich machen. Eine Hyperschallrakete braucht von dort aus für Berlin, Paris oder London zwischen 2 bis 4 Minuten. Das heißt, die Vorwarnzeit ist nicht mehr gegeben wie im Zweiten Weltkrieg nach dem Motto Bomber im Anflug aus Hannover Richtung Berlin und Sie haben noch 15 Minuten Zeit. Die Vorwarnzeit ist so kurz geworden, dass Sie nicht mehr einen Bunker aufsuchen können mit Familie oder mit entsprechenden Gegenständen. Und damit werden auch Bunker obsolet. Und wenn Sie dann hinzunehmen, dass die Wirkweise eines atomaren Sprengkopfs deutlich größer ist als in Hiroshima bzw. Nagasaki, dann gibt es keinen Schutz. Bester Beleg dafür ist, dass der Bundesregierungsbunker im Ahrtal vor Jahrzehnten schon aufgegeben wurde. Und ich glaube, das ist ein Beleg. Und deswegen sollten wir in diese Denkweise gar nicht mehr verfallen.
die schlechteste Anlage, bis 14 Tagen gedacht. Und dann soll er die Tür zumachen. Wie funktioniert das? Ne? Also heutzutage gibt es keinen baulichen Zivilschutz in der Form. Es gibt jetzt aktuelle Empfehlungen, die vermutlich dann auch vielleicht sogar in Gesetzesform dann irgendwann gegossen werden, dass man im Falle der Fälle geschlossene Räume aufsuchen soll, möglichst tief liegend, möglichst ohne Fenster und mit wenig Türen, sodass man halt vor der Splitterwirkung, vor allen Dingen vor der Splitterwirkung, vor der Explosionswirkung einigermaßen geschützt ist. Das ist quasi das unterste Level dessen, was überhaupt möglich ist. Das muss ja dann tatsächlich auch. Hier, wo sind wir jetzt? Knapp 6 Meter. Das ist nicht so tief. Von dem, was noch vorhanden ist, knapp 500 Anlagen bundesweit, sagt das Bundesinnenministerium, die sind alle nicht sofort einsetzbar. Die müssten also erstmal ertüchtigt werden. Dafür müsste man tatsächlich aber erstmal bestimmen, für welchen Zweck ich sie eigentlich, also gegen was will ich mich schützen, welche Aufenthaltsdauer, welche Aufenthaltsqualität sollen diese Schutzräume haben. Und danach würden sich die Investitionen richten. Das dürften einige Milliarden sein, die alleine notwendig sind, um zum Beispiel Lüftungsanlagen und Wasserver- und Entsorgungsanlagen wieder herzurichten. Dazu kommt halt, wie gesagt, Schutzzweck. Wie lange möchte ich in der Anlage bleiben? Wie ist